Hi, danke an Keks, die mittendrin bemerkt hat, dass wir nicht mehr aufnehmen. Und es ist tatsächlich nicht viel weg. Also es fehlen ein paar Dialoge, also jetzt aus diesem Gespräch tatsächlich, wo wir jetzt einsteigen, nur so ein paar Sätze, was eigentlich die Situation ist. Meine Festplatte war voll und jetzt habe ich wieder Platz und jetzt können wir weiter aufnehmen. Also kein allzu großer Verlust. Die Sache ist die, also sie haben ja so vor sich hingegessen und ja, da sitzt halt so ein Typ am anderen Tisch und beobachtet die beim Essen. Und er hat mich jetzt sozusagen auch angelabert und meinte so, hey, ich habe so einen weirden Kink, ich bezahle Highschool, hat er Girls oder Mädchen gesagt? Ja, ich habe Girls. Ja, Highschool Girls dafür, dass er dann from a distance denen beim Essen zuschauen kann. Und er will halt jetzt sozusagen rausfinden, wer von den beiden er anheuern will, wofür auch immer er die anheuern will. Und da sind wir jetzt. Also da steigt jetzt nämlich auch Vera gerade ins Gespräch ein. Die kurz noch essen muss, weil sie essen ja gerade. Irgendwie... Ach so, ja, das ist gerade mein Method Acting hier. Yeah, pay me, motherfucker. Pay me to do a thing I was going to do anyway. But the translucent one has such passion. I don't even want the money. This is just fucking weird and I love it. Ich fühle sie. In your opinion, the businessman finishes, which would be wiser choice on my part. I mean, nimm Polly, die will nicht mal dein Geld. Du kannst einfach fragen, ob sie ja, aber andererseits... Andererseits? Lohnt es sich dann? Stimmt. Das ist eine gute Frage. Geht sein Kind nur mit dem einher, wenn er die Leute bezahlt? Ja. The Gorgon, obviously. Look how many mouths she got on her head. Oh, the girls for sure have never seen someone eat so convincing. Ja, dann eigentlich schon, ne? Ja. Hast schon recht. Mal schauen, was es gibt. The businessman strokes his chin and nods. You have a point, he says. The ghost only has the one mouth, also food seems to go right through her. This Gorgon, meanwhile, has countless mouths. Such value. Value is right, Pervo. 1,000 in cash, up front. You pay for all my meals and you give me your pants. Wait, what? Was will sie mit seinen Pants? Holy shit, he's doing it! He's doing it! He's getting naked! 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 Vera's able to convince the businessman to pay for a fancy dinner for you and... Was? Wieso sind wir jetzt auch involviert? It's a little creepy with him watching the two of you, but you get over it. It's free dinner. Normal. So. So, wo willst du denn hin? Ich würde fragen, weil ich will eigentlich wissen, was das ist. Ja. Und da drüben sitzt ein Vampir. Mein Vampir. Und da könnten wir wieder zwei Leute sprechen, ja, weil wir das aufgeteilt haben. Aber da ist eine neue Person. Da wäre auch eine neue Person in der Mitte. Gibt's einen random Button? Warte mal. Ich könnte da hingehen. Ja, das sind drei Leute. Bringen mir zwar gar nichts, aber... Bringt mir sogar nichts. Nee, ich gehe zu denen. Okay. You notice Liam looking distraught, which is the fault, so whatever. But it seems like Miranda's pretty upset too. Oh, better check it da out. freue ich mich. Liam, why are you typing on your phone so angrily? Did your phone offend you in some way? Why are you mad at it? You seem to be an 8.5 on the Frowny Liam scale. Es gibt eine Frowny Liam Scale, finde ich super. Richtig gut, ja. The what? The Frowny Liam scale. Normally, I can tell how people are feeling from their faces, but you seem to be frowning most of the time, so I created a chart to measure your frowniness. Das ist irgendwie cute. Ich mag's. Miranda pulls out a notepad and displays a series of doodles of Liam's frowniness. They're not super accurate, but they are super adorable. Aww. Süß Miranda. I'm not angry at my phone. My so-called frowniness is caused by a heinous error. I specifically asked that my creature creme brulee
Brûlée, wie sagen das die Ich weiß es wirklich nicht. Creme Brûlée be extra crispy, so it truly popped with my hashtag massacre Instagram filter. Instead, they burned it to a crisp, rendering it unphotographable. Monsters deserve to know that what they're getting into if they choose to eat at this cafeteria, so they can choose to take their business to a different establishment. And so I'm writing a scathing Yelp review. Liam, you can't do that. If they shut the cafeteria down, the school kitchen staff will lose their jobs. Did you know that peasants have to labor to make living wages? They don't simply have an unlimited store of gold. I was shocked when I first found out. Sie ist voll cute. Ich mag sie. Ich meine, sie ist rich und Princess und so, aber hey. Shit, jetzt muss ich mich ja auf ihre Seite schlagen. Of course you were. If the kitchen staff wanted to earn their wages, they should have been better at their jobs. I'm simply the merchant of truth. No, you're the No, you're the merchant of poop. Your royal sophistication shines through. Look, ask Vicky. Her taste may tend toward the mainstream, but surely she can see the superb cafeteria must be exposed. Don't be ridiculous. Vicky is surely more compassionate than that, and would gladly help me save the cafeteria again. Again? 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 Was ist denn neu? Was haben wir von der Vergangenheit? Oh, hier. Again? Gosh, it's hard to keep... Dieses Again am Anfang war gerade wir. Wir haben es schon gewusst. Nein, wussten wir nicht. Gosh, it's hard to keep track of your misadventures at this shit show of a school. Still, you'll help if you can. Miranda can't undermine Liam's admittedly talented criticism alone. This will take an army of homeless people we pay to write positive Yelp reviews of the cafeteria until we eclipse Liam, one lone voice simply cannot shut down this cafeteria, at least not the voice of a high schooler. Let's get a renowned food critic to write a Pulitzer-worthy expose to be published in the most widely read periodicals. Ich bin enttäuscht. Mein Sozialistenherz sagt... Dein Sozialisten... Entschuldigung, mein Kommunistenherz. I mean, Miranda ist voll cute. Ich finde, Miranda hat einfach den besseren Point. Ja, und she tried, also sie versucht ziemlich viel, einfach so auf ihre Art, auch ernste Art. Ich will das jetzt hier nicht, ich will das jetzt nicht overstaten hier, aber alles, was du an Workern auslässt, ändert ja nichts daran, dass die Cafeteria womöglich einfach scheiße ist, weil die arbeiten ja auch nur mit dem, was sie haben. Richtig. Und who knows, selbst wenn er sie jetzt niederfährt und sie noch offen bleiben, dann werden sie zu ihm vielleicht gar nicht mehr so nett Abgesehen davon finde ich das immer furchtbar, wenn Leute irgendwie unfreundlich sind zu so Angestellten. Die nichts für ja, ich finde Sachen können. Ich finde das furchtbar, also Entschuldigung. Why, of course. This plan involves two of my most favorite strategies. Gathering an army and outsourcing work to disenfranchised. Okay, I tried. I'm doing my best here, okay? I'm working with what I got. Sie probiert's auch, ne? Sie probiert's. If it involved torture and suppression of dissidents, it would hit all my favorites. But there might still be time for that later. Ist sie... Ja, gut. Ich glaube, ich komme mit meinen Values hier bei niemandem so richtig durch. I don't even have a response to this. You got the vast homeless population who wander the woods near the school, don't ask, and convince them the cafeteria is a trendy new restaurant that sells food for the most valuable currency of all. Positive Yelp reviews. Ich mag das Prinzip. Yeah. Turns out people are pretty gullible when they're starving, so they flock to the cafeteria in droves and start writing spectacular reviews on their phones. Wait, they have on your phones? They have phones? Because now... wow, das Spiel, hey! Das beantwortet alles. Because now homeless people have phones of their own. It seems they kept all the unwanted blackberries. Remember blackberries?
Yeah, me neither. Entschuldigung, ich kann mich nämlich erinnern an Blackberries. Ich wollte schon mal fast eins haben. Du wolltest fast eins. Es ist 2 Schritte weg von... Ja, ich habe sie mir aber eins. alle angeschaut. Also ich habe sie mir angeschaut und habe dann entschieden, okay, ist doch nichts für mich dabei. Okay. Miranda Vanderbilt says Principal Giant Spider bursting into the cafeteria with 8-legged panache? Okay. Stop bringing droves of homeless people into our cafeteria. But Principal Giant Spider, it was absolutely vital to the vitality of the school. You said that the last 5 times you can't solve all your problems by manipulating homeless people. Notorious PGS storms out. PGS. But Miranda looks perfectly chipper. Oh, he may pretend to be upset, but I think the subtext was pretty clear. Thank you, Miranda and Vicky, for saving the entire school like the beautiful heroes you are. Sie hat ja schon so ein Hero-Outfit. So Sailor Moon Ja, Outfit so schaut sie irgendwie. irgendwie aus. That's 100% a lie, but Miranda called you beautiful. Aw, it's a win. Ah, Cute. Let's take... Oh ja. Everybody chooses an animal. ich nehme nicht Say wieder your Pinguin. choice out loud to the rest of class. Okay. Ja? Mhm. Biene. Octopus. Nice. Player orders decided based on how likely it would be for the selected animal to take over humankind. Scheiße, ich finde beides likely. Ja, ich finde, also Oktopusse müssten sich ja nur an die Gesichter festsaugen und dann die Kontrolle der Menschen übernehmen. Ja, Octopusse sind ja vor allem voll intelligent. Ja, Das ist sind das sie. Problem. Und Bienen haben halt diesen perfekt organisierten... Naja, die Bienen sind mehr likely, weil Oktopusse brauchen Wasser. Ja, stimmt. Bienen können fliegen. Und sind an Land unterwegs. Es sind Bienen. Und sie sind eigentlich sehr essentiell für unsere Welt und Bienen sterben. Ne? Also es ist schon... Genau, rettet die Bienen. Das Rettet die Werte Bienen, hier ja. eingebracht. Bienen sind Genau, wichtig. Bienen sind wichtig und sie zu retten, wahrscheinlich schmieden sie eigentlich schon den Plan über die Weltherrschaft, weil... Ganz ehrlich, Ja. good riddance. Ding, ding. Ui. So, ich habe überhaupt keine Stats. Naja, du bist bold und du bist smart. Wo kriege ich den Charme her? Aus dem Gym. Aus dem Gym. Ich gehe da mal rein und schau, wen ich treffe. Da waren wir ja noch. Scott. That day, an epic dodgeball match takes place. Everything seems lost, but you deliver an inspirational speech that fuels your team's spirit, I love it. leading to a spectacular comeback. You're clearly a natural born leader. You gain +2 Charm. Läuft. Das Skelett. You're getting ready for another round of, you guessed it, dodgeball. Hey, when Polly flags you down. Hey! You know what I realized? Gym is the one time we're actually encouraged to judge the way students handle each other's balls. Wow, das ja. Ich mein, Schüssel waren. Before you can even begin to think of a response, a giant interdimensional rift opens in the gymnasium. I hate it when that happens. Oh, er schon wieder. Er ist auch so ein Prinz. And out pops the ever-persistent interdimensional prince. My dearest Lady Paulina, worry not, my love. I am here to whisk you away to the safety of my dimension. Safety? From what? From what? Why, from this unceasing war you seem always to be caught in the middle of. Danger abounds all around you. Look at these uniformed soldiers. Look at the projectiles hurling through the air, off and towards your gorgeous visage. Visage! Come, let me steal you away. If you're using the word steal, it's a good sign this is not going in a great direction. Yes, Polly, my girl. Polly. But the interdimensional prince is too focused in saving Polly from the horrors of war to listen to reason. He grabs her by the arm and is about to pull her through the interdimensional rift when you call out to him.
If you're taking here, you must follow the rules of engagement and first speak to your Highness ranking officer coach. A true hero wouldn't flee to safety. He would stay and fight this war for his love's honor. Ich bin fürs Letzte. Ich will sehen, was er tut. Ich glaube, er ist nicht so gut im Dodgeball. Oh. You make a very excellent point, my friend. Fear not, Paulina. I will fight for your honor, defeat your enemies, and then abduct you back to my dimension. Oh, perfect. Sounds great. Alright, Paulina's army, it's time to defeat her attackers. For Paulina! The interdimensional rift opens once more and the princess soldier begin pouring in by the dozens. Oh shit! The confused soldiers begin to attack the innocent high schoolers full out, no marking, believing them to be an actual army. Oh, schwierig. Meine Interactions bringen irgendwie alle um. Ist schon auf, right? It's a gory battle and very nearly a massacre until finally... Well, my sweet Paulina, are you sufficiently impressed? Actually, kind of, yeah. Classes are probably going to have to be cancelled while Nurse Chupacabra tends to the wounded, so this kinda actually worked in my favor. Then you shall come away with me to my dimension? Oh, for sure no. But you can buy me lunch while the people you nearly murdered recover. With that, Polly and the interdimensional prince are off to go on an excellent date while I stand alone amongst the carnage. Oh nein! I messed up. Oh Nein! Nein, wieso entscheide ich mich denn immer so? Ich glaube, ich hätte das aufgenommen, weil ich hätte halt gedacht, er fliegt jetzt da irgendwie voll auf die Schnauze, you know? Ach Gott, ey. Das muss halt auch erstmal riechen, dass der Typ dann mit seiner Armee reinkommt und alle umbringen will. Wo will ich denn hin?